Wir sind zurück, eventuell in der Erfolgsspur. Der Sieg gegen Molde in der Euroleague hat sehr, sehr gut getan. Heute in der Bundesliga geht's gegen den zweiten Nordclub nach Bremen. Jetzt der HSV, die stehen auf dem 18. Platz. Die Bundesliga-Tabelle ist zurzeit sehr, sehr verquatscht bei uns. Also die Bayern 15. Die haben gerade mal einen Sieg, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Also bei denen läuft es zurzeit auch nicht. Und ich hoffe, dass wir den Schwung aus dem Spiel gegen Molde mitnehmen können. Auch für die Liga jetzt. Ja, wir haben eine Veränderung. Hekimoglu spielt für Listesch, weil der halt auch, wie gesagt, dann auch bald wieder auf Länderspielpause geht. Der war nicht ganz fit und von daher, der wird noch viele Spiele machen. So, jetzt wird es gegen Hamburg natürlich wieder auch ein ganz anderes Spiel. Die stehen unten drinne mit dem Rücken zur Wand, die müssten auch gewinnen. Aber wir auch, deswegen wird das heute sehr interessant. Wer setzt sich hier heute durch? Wer holt sich 3 Punkte im Kampf um den Klassenerhalt? Ich hoffe, das sind wir. Wir spielen vor ausverkauftem Publikum. Wird wahrscheinlich nicht so ein schönes Spiel. Es wird sehr viel Geduld auch brauchen. Aber ich hoffe, dass wir hier das Spiel machen und dass wir dann auch am Ende das Spiel durchziehen können. Auf unsere Seite. Vorne, da ist Platz. Hekimoglu lässt sich mal fallen. Schön gemacht. Allein gegen alle. Hekimoglu mal den ersten Abschluss. Ja, natürlich wieder gegen den Gegner. Schießt doch einfach mal am Gegner vorbei. Das müssten mal im Training die Trainer doch sehen. Dass die Jungs doch bitte nicht immer die Gegner treffen, sondern mal das Tor zumindest. So, Jongwa. Nächste Chance. Ferry ist da. Wer lässt sich fallen? Ja, Hekimoglu ist da. Und jetzt mal bitte nicht an den Gegner schießen. Mensch, schieß aufs Tor. Da ist halt immer einer dazwischen. Jetzt mal ein Tor nach einer Ecke wieder. Wäre doch mal ganz schön und wichtig. Da ist Ferry, kommt nicht ran. Na, kommt da unten aus dem Abseits raus? Ja, sollte klappen, aber Ferry ist nochmal frei. Das ist genau seine Position. Riesenchance. Ja, er kriegt ihn zwar gedrückt, aber dann leider zu zentral, direkt auf den Keeper. Aber gut, wir haben unsere erste Chance. Und von der hoffentlich noch ein paar mehr. Und dann dauert es auch nicht mehr lang, bis wir hier in Führung gehen, hoffe ich. Wenn wir denn hinten den Laden dicht halten. Castañeda müsste unser sein. Jawohl, auch die Zweikämpfe annehmen und dann auch mal das Spielglück haben. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Spielglück. Dass der Ball auch halt zu uns springt. In dem Beispiel und nicht wieder zum Gegner. Ana Castañeda schön befreit. Das geht sehr schnell, sehr flüssig. Und jetzt ein entscheidender Ball in die Tiefe. Nacho. Oh, ne. Der Rebound. Schade, der wäre es gewesen. Bei Hekimoglu. Castañeda, auch der HSV macht jetzt mal Druck. Da haben sie gut gepresst gerade und wieder zurück. Schön die Position halten. Viererkette auch so lassen, wie sie ist. Daher Castañeda, der läuft auch sehr, sehr viel im Mittelfeld. Irgendwo ist jetzt die Lücke da. Achtung, da ist sie, da ist Esposito. Latte, die erste Chance für den HSV. Achtung, die nächste Chance, Sinamoy. Muss ich jetzt auch mal beweisen. Aber da hat der HSV halt die Lücken, die sich bei uns halt logischerweise auch irgendwann ergeben, mal genutzt für 1, 2 gute Gelegenheiten. Da hatten wir gerade Glück, aber Spielglück. Brauchen wir auch, um so ein Spiel zu gewinnen. So, Hekimoglu, nächste Chance gegen Öztunali. Jongwa, Hekimoglu. So, wo ist jetzt jemand im Rückraum? Da müsste einer sein. Ferry. Bisschen blöd angespielt, aber er kriegt die Chance. Und dann natürlich auch den Abschluss suchen. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz gut gemacht. So, eine andere Variante, den Torwart zustellen. Mal gucken, ob es klappt. Ob wir die Flanke dementsprechend vielleicht auf den zweiten Pfosten kriegen. Chavez zum Beispiel. Auch ein guter Kopfball. Auch wieder nach unten gedrückt. Ja, per Aufsetzer gut genommen. Kein... doch, Foul. Und dann ist halt Hermann leider da. Der offensichtlich auch ein Jugendspieler ist und der das ganz gut macht. Aber genau das gefällt mir. Ja, die Bayern spielen bislang 1-1. Bremen hat gerade ausgeglichen. Also was bei denen los ist, möchte ich auch gerne mal Mäuschen spielen. Ob die ihre Starspieler verkauft haben, keine Ahnung. Ob es der Trainer einfach nicht mehr ist. Ich weiß es nicht. Soll mir aber auch egal sein. Wir haben hier in Münster genug zu tun.
So, und wieder Jongwa. Über den geht halt sehr, sehr viel, weil er halt schnell ist. Natürlich. Weil er hier die Abwehr überläuft. Jetzt muss sich einer fallen lassen. Natürlich. Ferry ist es. Nacho! Wunderbar. Nacho Ferry 1-0. Und endlich belohnen wir uns. Und wir kommen in die Situation. Ihr seht ja, wir haben den Platz, wenn wir es dementsprechend spielen. Spieler lassen sich jetzt auch fallen. Dementsprechend. Und dann ist Nacho Ferry auch total abschlussstark. Hier, Jongwa macht's über Speed. Nacho Ferry, oh, Fischauge kurz in der Kamera gewesen und dann rein damit. Humorlos, gar nicht lang überlegen. Einfach zack, dahin schießen, wo er hergekommen ist. Und dann kann Hermann auch nichts machen. Also, nächstes Tor von Nacho Ferry, 4. Tor. Ist ja auch eine gute Statistik bislang, ne? Also ist ja nicht hier alles schlecht, aber der Saisonbeginn war halt nicht gut. So, muss man halt auch einfach mal zugeben. Und vielleicht war das Spiel gegen Molde der Knotenlöser, den wir gebraucht haben, gerade auch für die Bundesliga. Castañeda. Ja, und ob wir dann gut spielen oder nicht, das ist dann zweitrangig. Es geht jetzt erstmal darum, mir die Ergebnisse wieder zu holen. So ganz diplomatisch höre ich mich hier an, wie so ein Trainer, aber es ist ja so. Und wenn die Ergebnisse erstmal stimmen, dann kommt das Spielerische ganz von allein. Das ist doch ganz klar, dann kommt das Spielerische ganz von alleine, dann klappen auch mal wieder Sachen, so Hackelspitze 1, 2, 3 oder mal ein Fallrückzieher-Tor, keine Ahnung. Und wieder der HSV, Achtung, Castañeda, Ischi mit der Grätsche, auch das muss mal sein und darf auch sein, ist ja nicht verboten. Und die nächste Chance, vor der Pause nochmal, Jongwa mit Ferry. Im Doppelpass. Diesmal geht es andersrum. Oh, schade. Und dann verpassen sie halt genau die Lücken, die bespielt werden müssten. Also 1:0. Knappes Ergebnis. Gutes Spiel von uns, wie ich finde. Ja, nach dem Desasterauftritt in Kiew gegen Bremen war es eigentlich auch nicht schlecht. Die haben halt aus 3 Schüssen 3 Tore gemacht. Aber es sah trotzdem sehr, sehr unrund aus. So meine ich das. So, ja, Chavez müssen wir gucken. Der kann auch ein bisschen. Remberg, der kann auch noch ein bisschen. Wir haben die Leute auf der Bank. Von daher gucke ich mal so ab der 60., 65., dass wir dann mal die ersten Wechsel vollziehen. Und vielleicht finden wir ja bis dahin 2:0. Das ist so der Plan, den ich jetzt verfolge. Ob er klappt, sage ich euch dann in der 65. So, Achtung, oh, unnötige Fehlpässe. Ich habe da unten nur Remberg gesehen, zu nah am Gegenspieler. Ich habe mir gedacht, na, ob der den Ball bekommt, ich weiß es nicht. Jetzt kriegt dann auf jeden Fall Jongwa. Gegen Hefti Abi. Kommt keiner hinterher. Und dann sind sie wieder zusammen, die beiden im Zusammenspiel. Oh, da hätten wir auch nochmal Zeit gehabt, den anzunehmen. Ferry, den hätte er auch nochmal ausgucken können. Achtung, was macht Schonlau? Der hat auch einen Wendekreis wie Messi. Das ging gerade so schnell. Du kannst da gar nichts machen. Du kommst da gar nicht hinterher. Achtung, der HSV kommt über Sanne. Oh, Sanne, das ist zu einfach. Da muss jetzt irgendeiner draufgehen. Und Sina Moister. Und wenn du dann halt nur noch einen Verteidiger hast und du spekulieren musst. Sehr, sehr aufregend. Achtung, der HSV kommt. Aber ins Außennetz. Nächste Chance, da haut sogar die Trinkflasche, glaube ich, weg. Aber sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Sehr, sehr knapp. Aber wir machen weiter. Wir machen weiter. Vielleicht, wenn der HSV auch jetzt mal ein bisschen offensiver spielt, vielleicht ergeben sich ja dann auch noch mehr Chancen für uns. Vorne zum Beispiel Paul Wanner. Ja, gute Laufwege. Aber hat der HSV gut zugestellt. Jetzt die Chance für Wanner. Der ist durch. Komm, du bist doch auch schon schneller als Schonlau. Natürlich. Und dann hat er doch die Abschlussqualitäten. 2:0. Und rein in die Menge. Hopp. Und es kann manchmal so einfach sein, ja? Ja, ein Ball, gute Drehung. Wanner gegen Schonlau. Und dann geht er wahrscheinlich durch. Ne, hinter den Beinen vorbei. 2:0. Sehr schön. Zum richtigen Zeitpunkt, 58. Also, der Plan ist bislang sehr gut aufgegangen. Jetzt können wir auch wechseln. Collins, Mittelfeld Rogoff, Krodowski, nee, warte mal, Duarte. Darf auch mal ein bisschen Spielzeit sammeln. Und Krodowski für Wanner. Ferry vorne, der bleibt nochmal.
Und das war wichtig. Zu einem Zeitpunkt, wo der HSV wirklich besser wurde, ja, ein paar Chancen sich rausgespielt hat. Aber jetzt durch das 2-0 wir hoffentlich ein bisschen mehr Sicherheit bekommen. Harder, der war, glaube ich, auch auf meiner Liste. Ne, den habe ich vorgestellt. Ha, in einem meiner Talente-Videos. Harder, ja. Ich kann mich dran erinnern. Achtung. Der HSV kommt. Gut gemacht. Aber wir haben auch einen guten Keeper. Sinamoy. Sehr gut. Ach, Wanner, was machst du denn, ey? Anstatt den einfach normal zu spielen, per Seitfallzieher. Er wollte es besonders schön machen. Ist nicht immer gerade die beste Lösung. Ja, da außen können sie spielen. Dann müssen wir dann nur zulaufen. Ja, die Passwege schön nah am Mann bleiben und dann auch die Zweikämpfe annehmen. Aber der HSV macht das gut. Dyer, oh, schöner Ball hinter die Abwehr. Gott sei Dank, nicht gut ausgespielt. Zu kompliziert vielleicht auch. Jetzt die Chance für uns. Wanner. Und Ishii. Es geht ein bisschen hinten rum. Ja, der HSV ist jetzt ein bisschen höher. Im Pressing habe ich das Gefühl. Dadurch die Lücken. Poso, Wanner. Na, wer lässt sich fallen? Da ist er. Hekimoglu, komm. Der hat es auch mal verdient. Ein Tor zu machen. Jetzt ist es abseits. Und wir kriegen die Chancen. Ja, wenn der HSV jetzt aufmacht, sollen sie machen. Vierfachwechsel. Dann wird sich bei uns was ergeben. So, 4-3-2-1. Ich möchte das mal probieren mit den beiden ZOMs. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wie ich es euch erzählt habe. Aber der HSV ist da. Die geben sich hier noch nicht geschlagen. Warum auch? Ist ja noch Zeit. Bremen hat wieder ausgeglichen in München. Der HSV kommt. Aber Poso ist da. Sehr schön gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. So, jetzt vielleicht mal ein einfacher Doppelpass. Ja, Kudowski, lauf durch, du bist schnell. Lauf durch, du bist schnell. Lauf durch, du bist schnell. Junge, wie oft soll ich das noch sagen? Laufwege von alleine. FCI. Ach, FC IQ. FCIKU. Keine Ahnung. FCIQ. Laufwege. Achtung, der HSV kommt über Machel. Und in der Mitte ist Harder. Und da ist es passiert. 2-1 nur noch. Die Bälle haben sie jetzt schon zweimal probiert. Hinter die Abwehr. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Da war es zu weit. Da hat er ja nochmal zurückgespielt, als Sinamoy rauskam. Der ging jetzt leider gut. Guck. Ein einfacher Ball hinter die Abwehr. Es ist manchmal wirklich so leicht. So einfach. Aber das denkt sich der HSV halt bestimmt auch schon seit Saisonbeginn an. Und Harder mit dem 2-1. Jetzt aber nochmal 10 Minuten Spannung. Oh, was macht denn Castaneda? Jetzt dürfen wir sie nicht wieder einladen. Nicht einladen zum Tore schießen, Jungs. Ey, echt nicht. Ja, Poso ist da, war auch abseits. Aber diese unnötigen Fehler. Nehmt einfach den Ball normal an. Spielt einfach Fußball. Spielt doch einfach normal Fußball. Godowski. Ja, Ferry hinterläuft auch wieder, ohne zu gucken vorher. Da muss er halt auch vielleicht mal entgegengehen. Oh, und jetzt aufgepasst, ey. Wo sind die Sechser? Ich habe die Sechser extra so eingestellt, dass sie hinten bleiben sollen, dass sie nicht nach vorne gehen sollen. Achtung, der HSV ist da. Nächste Chance. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet und vermutet, dass die hier zum Ausgleich kommen. Das 2-2. Ja, schön platziert. Da kommst du auch nicht hin als Keeper, auch wenn du 1,90 groß bist. Hier, da ist der Fehler. Wo sind die Sechser? Die Verteidigung steht auch wahrscheinlich zu defensiv. Ja, dann hat die Umstellung leider gar nichts gebracht. Ey, das war natürlich jetzt mein Fehler. Aber innerhalb von 10, 7 Minuten, dass wir uns hier auch wieder so 2 leichte Gegentore einsammeln. Weil wir halt auch vorne einfach irgendwie aufhören, Fußball zu spielen. Die Laufwege nicht mehr so machen, wie wir sie in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und jetzt laufen wir halt hier mit einem Unentschieden hinterher. Aber es ist ja noch nicht Schluss. Ferry ist nochmal da. Hat nochmal die Chance. Collins kommt mit nach vorne. Ferry lässt sich nochmal fallen, aber das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wahrscheinlich, aber der HSV lässt uns nochmal. Der HSV lässt uns nochmal. Hekimoglu. Und
Und er lässt uns sogar nochmal. Godowski, Ferry, komm, wer lässt sich jetzt fallen? Wo ist er? Hekimuglu und jetzt Rogoff. Rein damit! Das ist unfassbar! Dieses Spiel, das raubt dann manchmal sämtliche Nerven. Das ist nicht zu fassen. Rogoff. Da muss sogar die Polizei mit aufs Feld. Der HSV hat uns nochmal die Chance gegeben. Und wir nutzen sie. Rogoff durch 4 Mann wieder hindurch. Guck mal, so einer geht dann rein. Das ist eigentlich auch prädestiniert dafür, dass der nicht reingeht. Dass da irgendwie ein Hamburger dazwischen kommt, aber der schießt genau am Gegner vorbei. Und Hermann ohne Chance und Rogoff rein ins Glück. Er hat auch nicht viel gespielt. Diese Saison wird er wahrscheinlich mehr Spiele bekommen, das ist klar. Aber wow, ey Leute, das könnt ihr aber auch nicht immer machen. Also 3:2. Der Heimsieg gegen den HSV. So ein Spiel hat es mal wieder gebraucht in letzter Minute. Wir können's. Ja, wir können auch einen Vorsprung innerhalb von 7 Minuten verspielen. Wir können dann aber auch nochmal nachlegen. Also wildes Spiel. Erst ein bisschen durchatmen und wir gewinnen ein ganz, ganz wichtiges Spiel in der Liga mit 3:2 gegen Hamburg. Ja, die Bayern gewinnen zu Hause. Also auch die sind auf dem aufsteigenden Ast in der Liga. Ganz, ganz wichtiges Spiel im Kampf um den Abstieg. Ach, jetzt kommt Leipzig. Na super. Jetzt habe ich mich gerade mal gefangen gegen Molde und gegen Hamburg. Jetzt drücken sie mir gleich die Leipziger wieder rein. Aber egal, auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Da haben wir auch noch nicht gewonnen, oder beziehungsweise gegen die haben wir auch noch nicht gewonnen. Letzte Saison 3 Spiele, 3 Niederlagen. Aber auch immer knapp, immer 2-1, einmal glaube ich 3-1 oder 3-2. Naja, jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Jetzt können alle mal durchatmen. 4 Spieler in der 11 des Tages. Schumacher im Tor von Frankfurt. Ist auch wieder so ein Jugendmann. So, und dann ist es schon vorbei. Länderspielpause. Platz 10. Ja, in diese Region, da möchte ich gerne hin, da möchte ich gerne bleiben. Ach du Scheiße. Openda, Son, Elmas, Baumgartner, na gut, Nacht. Wen haben sie noch auf der Bank? Nusa, Werner, Bradley, Maffeo, Zygankov. Ne, Zygankov, nicht Zygankov. Zygankov, Raum, Castillo Junior, Gertruida, Seiwald, naja. Hernandez in der Abwehr, wenn es sonst nicht weiter ist. Aber wir haben auch schon einmal verloren. Also Leipzig ist auch natürlich wie alle anderen Vereine schlagbar. Aber für uns ist das halt sehr, sehr schwer. Für uns ist das halt sehr, sehr schwer. Partov ist wieder fit. Ja, der war auch lange, lange Zeit verletzt. Der ist dann auch wieder mal eine Option. Partov, ja, der hat sich, glaube ich, noch in der Rückrunde verletzt, glaube ich, ne? Kann das sein? Mitte der Rückrunde der letzten Saison. Und dann ist er ja eine Zeit lang ausgefallen. Deutschland-Angebot ist jetzt leider abgelaufen. Habe ich mir noch so ein bisschen überlegt, aber ich habe gedacht, das ist ja eh die letzte Saison. Wir können eh kein großes Turnier mitnehmen. Und deswegen hat das für mich jetzt wenig Sinn gemacht. Also die Bayern sind uns auf den Fersen, ja, sind jetzt auf dem 11. Platz. Wir sind 10. Hamburg bleibt erstmal unten. Hat schon 5 Punkte auf Augsburg. Stuttgart steht auch unten. Die hätte ich auch weiter oben erwartet. Wer ist denn oben? Hoffenheim zum Beispiel. Der SFC Köln ganz, ganz wild. Dortmund ist jetzt wieder ganz oben. Wolfsburg, Frankfurt mischen da auch immer wieder mit. Also es ist eine ganz, ganz wilde Bundesliga-Tabelle. Schweres Spiel in Leipzig. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir sind jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. 2 Siege in Folge. Mal gucken. Vielleicht gelingt es ja, uns diese Saison in Leipzig zu gewinnen. Ihr werdet es sehen, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.